Sehr gut. Schaut euch das nochmal an. Das ist ja ein Traum. Der hatte auch einen in der Marmel, ey. %20 runter. Ich bin da mal ein Stück runter gefahren. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind ganz schön fertig heute Nacht. Wir sind hier irgendwie 30 Jahre Zeit versetzt. Hotel direkt an der Straße. Bis sie sagt, war es wirklich schön. Ich gehe mal rein. Hier ist es wirklich einfach zu laut. Gestern war es wieder ein Traum zu fahren. Es war auch ein Hauch von Angst dabei, ich gestehe, aber es war wirklich schön. Nur hat extrem lange gedauert. So, hier ist jetzt heute Morgen alles schon gepackt. Da, so wie sich das gehört. Warum gehört sich das heute so extrem früh? Das kommt einer Flucht gleich, weil dieses Hotel ist einfach nur dreckig. Es ist einfach nur laut. Schlafen war mehr als nur eine Schwierigkeit. Hinter den Vorhängen, die man da sieht, üppig tote Fliegen. Also ein Grund hier abzuhauen, weil da draußen, wenn man die Stadt verlassen hat, ist wieder traumhaft schön. Ja, guten Morgen. Jetzt sind wir geradeaus. Sie sagt weg auf dem Weg nach Zenica. Und wir haben uns entschieden, dass wir heute dann doch mal die Autobahn nehmen, um ja, möglichst Strecke zu machen. Das gestern hat uns noch ziemlich durch den Wolf gedreht. Diese endlose Strecke. Ja. Nachdem wir eine ganze Nacht jetzt in Kroatien waren, geht es auch schon weiter zum nächsten Land, nach Bosnien. Und da schauen wir uns mal an, wie das da so läuft. Alle sind so ein bisschen fertig jetzt nach den langen Kilometern. Wir sind jetzt ja quasi 5 Tage am Stück sind wir ja schon unterwegs. Und haben jetzt auch schon 1050, 1500 Kilometer oder so runtergeraspelt. Die Unterkunft war bisher die schlechteste, würde ich mal sagen. Nur eine Steckdose im Zimmer. Das war mehr so ein Restaurant mit 3 Zimmern. Die Jungs hatten kein kaltes Wasser, kein warmes Wasser. Muss man dann wirklich 10 Minuten laufen lassen, bis das dann kommt. Es gab kein WLAN. Und ja, das Frühstück war okay, sehr fleischlastig, Wurst und Käse und Marmelade ist dann doch eher das Pflaumenmus. Ja, alles in allem war das nicht so dolle, zumal die Motorräder auf dem Hof standen, der nicht abgeschlossen war. Und heute Morgen beim Aufrödeln natürlich in der Sonne, wie soll es anders sein. Aber jetzt sind wir losgefahren. Ja, wir werden versuchen, so zügig wie möglich heute mal die Entfernung zurückzulegen. Und wenn es was Interessantes zu sehen gibt, mache ich wieder an. Aus der Stadt raus, jetzt wird es auch gleich viel schöner und angenehmer. Die Temperatur 26 Grad. Insgesamt läuft es bisher ganz gut. Ich habe trotzdem ein bisschen Respekt vor diesen Straßen hier. Wir sind jetzt so ein bisschen Potok, wenn das jemand nachschauen möchte. Aber insgesamt gefährt sich ganz geschmeidig. Wir fahren so durch die Orte 50, 60, auf der Strecke außerhalb der Orte um die 80. Also es ist super. Super, und läuft! So, jetzt heißt es hier das erste Mal Beitar Cestrin. Mal hier. Bezahlen. Noch links. Das ist gerade echtes Abenteuer. Wir fahren hier erst einmal. Ihr könnt das im Spiegel sehen, hier drauf. Auf die Autobahn. Ticket ziehen ist echt klasse.
Also bei mir hat es ganz unkompliziert geklappt. War aber wahrscheinlich ein Zufallsprodukt. Bei den anderen heißt das vor, zurück, weil die Kameras die Kennzeichen nicht lesen kann. Eine KTM mit Kardan. Ja, genau. Ich sage euch, globale Erwärmung taugt nichts. First Break. Es ist wirklich ganz schön warm heute. Irgendwas zwischen 26 und 29 Grad pendelt. Das Thermometer am Motorrad. Wir ziehen jetzt mal reichlich Wasser in uns rein. Weil ein Hauch von Erschöpfung von gestern ist auch noch da. Deswegen wird es heute mehr Pausen geben. Denn wir sind ja ganz vernünftige Kerle. Und dann gibt es noch ganz was anderes zu berichten. Seit gestern hat mein Motorrad einen Namen. Lange Zeit war ja priorisiert die fette Bertha, aber nachdem wir vorgestern so schick gegessen haben, eine riesige Portion und mein Gericht hieß Big Mama, fiel mir ein, da werde ich nie vergessen, wo wir da waren. Deswegen, sie heißt jetzt Big Mama! So, das heißt Landstraße fahren. Wir sind schon gespannt, was uns jetzt erwartet. Auf jeden Fall wird es jetzt langsamer werden. Wir haben noch 204 Kilometer. Wer es nachschauen will, Novi Varos. Ich vermute irgendwas Neues. Wobei es nicht so aussieht, als wäre hier irgendwas neu. Schauen wir so ein bisschen rum. Ihr schaut mal so ein bisschen mit, wenn ihr mögt. Rechts Natur, links Natur. Das ist schon ganz häufig auch Häuser, die nach meinem Empfinden nicht fertig sind. Also links, weil sie einfach nicht verputzt sind, rechts, weil der Bau begonnen wurde. Und dann wurde aufgehört. Das ist das, was wir kennen als Grenze, Grenzübergang und Übergänge in nicht-europäische Länder. So sieht es dann aus. Stara Gradiška, ich versuche das mit ganz viel Schwung und Zungenbetonung. Die wird jetzt sicherlich fleißig kontrolliert. Was wir da so alles brauchen, das wissen wir noch nicht. All Passports. Ist schon ungewöhnlich. Das ist so ein bisschen, fühlt man sich wie Immigrations, aber doch auf der Straße. So, wir sind in Bosnien-Herzegowina. Auf jeden Fall ist das schon mal sehr schön hier. Aber ihr werdet gleich sofort erkennen, dass hier doch ein Hauch von etwas anders ist. Und das war jetzt eigentlich kein Problem. Es hat uns sogar ein netter Autofahrer nach vorne gewunken in den Schatten. Und es scheint jetzt die Einreise nach Bosnien zu kommen. Da mache ich die Kamera mal aus. Ja, jetzt ist Bosnien-Herzegowina. Wir sind jetzt über den Grenzfluss rüber. So Leute, ich muss die Kamera ausmachen, sonst kriege ich Ärger. Ohne jede Wertung. Da liegen dann die Grenzbeamten, ich denke, dass es solche sind, in ihren Häuschen, den Achselschweiß gen Kunde gerichtet. Alles ganz langsam, die latschen vor ihm her, du stehst und dir läuft der Schweiß aus dem Himmel. Wir sind jetzt in Bosnien-Herzegowina. Die Tankstelle, an der wir uns befinden, heißt Nesto. Ja, ich frage mich gerade, ob das die Handschuhe von dem Grenzbeamten sind, die da am Spiegel hängen. In der Nesto-Tankstelle? Ja, mache ich. In den Gegenverkehr volle Kanne rein. Mache ich. Läuft super. Einmal noch ein bisschen mehr Gegenverkehr. Ich mache das super. Ah ja. So, jetzt sind wir auf der Autobahn in Bosnien-Herzegowina. Wir wollen heute einfach mal Strecke machen und möglichst ankommen und uns ein bisschen erholen. Deswegen knacken wir hier auf der Autobahn rum. Jetzt werden wir erstmal die Autobahn wechseln und dann versuchen, eine Tankstelle zu finden. Oh, so die Autobahnen, die sind schon ganz okay. Ja, ihr Lieben, wir haben die 30 Grad jetzt geknackt hier. Es ist auch nicht wirklich schön. So, dann kann ich euch mal so eine Mautstelle zeigen. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt kostet. Uwe zahlt aber für alles, also für alle, jetzt erstmal. Das rechnen wir dann hinterher ab. Kann ich auch nur empfehlen. Muss nicht jeder einzeln dahin. Die haben es begriffen, wobei die Autobahn noch richtig gut sind, muss man schon sagen.
Tanken ist angesagt. Mal sehen, wo wir jetzt hinfahren. Zum Tanken. Bosnien-Herzegowina ist denn dann doch nochmal wieder was anderes als Kroatien, wo wir bis gerade noch waren. Hier kriegt der Asphalt gerade eine Spezialbehandlung. Wir schribbeln mal ein Stück auf, hauen dann schippenweise feinstes schwarzes Gold da rein. Wir werden dann nachher sein im legendären Hotel Fontana. Hotel Fontana beschreibt sich selbst auf Booking.com mit fantastischen Zimmern, mit einem fantastischen Restaurant auf einer Außenterrasse. Die Außenterrasse mit Blick direkt auf einen Strom. Das Restaurant soll das älteste Restaurant des Ortes sein. Ja, da oben seht ihr vielleicht so ein Minarett. Das ist relativ weit weg, aber davon haben wir jetzt schon eine ganze Reihe davon gesehen. Also hier ist der muslimische Teil von Bosnien-Herzegowina. Vermutlich. Es ist nicht so interessant. Jetzt wird es ein bisschen hügeliger. Aber wir haben jetzt noch 60 Kilometer, die sich so wie gestern, die sich durchaus ein bisschen ziehen. Mehr dann nachher, wenn wir in Zenica ankommen, wissen, wo wir unterkommen. Damit man jetzt auch noch mal ein bisschen was anderes von Bosnien sieht, als Autobahn. Es sieht hier wirklich komplett anders aus als das, was wir noch zu Beginn gesehen haben. Jetzt machen wir kurz Halt, hoffentlich im Schatten. Das war der letzte Break vor Ankunft. Nochmal reichlich Flüssigkeit getankt. Da vorne sind Niederländer, die ausgestopfte Füchse auf dem Dach haben und eine Gelblichtanlage. Das irritiert deutlich, aber hat aus deren Perspektive sicherlich einen totalen Sinn. Das muss man gesehen haben. Schaut euch das an. Ich versuch's mal. Und so beginnen die letzten 30 Kilometer zum Tagesziel in Bosnien. Und wir sind alle fertig. Die Sonne ballert. Wir haben seit 12, 11, 30 Grad. Ich bin gut durchgeschwitzt. Wir mussten noch mehrere Pausen machen, um ordentlich was zu trinken, weil sonst kippt man hier fast vom Fahrrad, möchte man fast sagen. Aber auf den letzten 30 Kilometern, die letzten 90 Kilometer, ich will jetzt mal nicht so sein, haben wir hier eine ganz andere Landschaft als noch zu Beginn. Zu Beginn dachte man sich so echt, oh Gott, wo sind wir denn hier gelandet? Aber jetzt hier, das hat schon was, wie das hier aussieht. Ich möchte jetzt nicht sagen Urwald oder Dschungel, aber es hat irgendwie, ich kann es noch nicht so richtig zuordnen. Schöpfung macht sich breit, deswegen ist es gut, dass es auch nur noch 36 Kilometer sind. Wir haben es dann gleich geschafft. Es ist ganz spannend, wie sich gerade die Natur verändert hier. Und der Wind ist schön. Also wie man sieht, deutlich sieht, werden hier an jeder Stelle schon Brücken gebaut. Allerdings ist nicht absehbar, wann dieses Bauwerk, also von Banja Luka hier runter, dann mal Richtung Sarajevo, tatsächlich an einem Stück eine Autobahn sein soll.
kann schon auf der Navi sehen, wie sich die Straße da gleich durch diese Hügelchen durchschlängeln wird. Schicke 22 Kilometer noch. Yep. Da vorne fährt die Crew. Benny immer noch ganz, ganz tapfer und wacker da vorne. Ich mach die Kamera einfach schon mal ein bisschen eher an, weil wir kriegen hier gerade was geboten zur rechten Seite, von dem ich noch nicht so genau weiß, was das ist. Das stand auch nicht in der Hotelbeschreibung, dass wir das vom Balkon aus sehen können. Was genau ist Zenica? Ist da nochmal ein Förderturm? Da müssen wir gleich mal schauen, was uns Google verrät über diese Stadt. Fördertürme, Kohle. Okay, jetzt geht es hier ein bisschen raus. Raus wieder aus dem Stadtzentrum, Stadtkern. Ich habe so viel versprochen von dem Hotel. Da darf jetzt keine Enttäuschung bei rauskommen. Wir machen hier grandiose Sachen. Hotel Fontana. Wollen wir mal checken for the private parking? Ich weiß, die Lichtverhältnisse sind nicht optimal, aber wir sind da. Es ist 20 nach 5. Wie immer, es ist nach 5. Die Crew ist durch. Wir haben ein Hotel. Das war am Anfang ein bisschen erschreckend. Dieses Örtchen sah aus wie eine grobe, dreckige Industrielandschaft. Dann gab es eine Straße rechts rein, in ein kleines Tal. Und jetzt hängen wir, hört ihr das Geplätscher da unten der Bäche? Wow. Es ist idyllisch. Jetzt heißt es mal irgendwie ausziehen, irgendwie duschen und gleich da unten in das Restaurant, das zum Hotel gehört, und dann ganz in Ruhe den Abend verbringen. Yep, es ist geschafft. Also bis heute die Tage waren wirklich mächtig heftig, aber wir haben es geschafft, weil wir sind ja einfach die Größten. Ja, das ist doch mal nett hier, oder? So, der Wildbach rauscht hier. Ja, heute haben wir ein geiles Hotel. Hotel Fontana. Also absolute Empfehlung. Ne? Kann man machen. Ja. Wir sitzen hier jetzt mega kaputt. Sind schon kaputt. Oh ja. Ist auch kaputt, ne? Oh ja. So, den Achselschweiß gen Kunde gerichtet. So Leute, ich muss die Kamera ausmachen, sonst kriege ich Ärger. In den Gegenverkehr volle Kanne rein. Mache ich, läuft super. Hi, die Witzke. So, mach den Deckel zu, sonst kommt die Fliege rein. Sofern mich meine Bildung nicht trügt. Ihr seht die kleinen Türmchen auf der rechten Seite. Ich mach die Scheiße jetzt einfach aus.